Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video für unseren Kanal. Heute wollen wir uns mal das Titan Network, also Titan Network anschauen. Ich möchte euch kurz erklären, was das ist, wie das Ganze funktioniert und wie auch ihr da kostenlos teilnehmen könnt. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Mini-PC, das heißt, die Anforderungen sind hier extrem gering und ich würde sagen, wir starten ganz einfach mal rein. Ja, gefunden haben wir das Ganze, wie die meisten Deepin-Projekte, auch bei Deepin Hub. Also bei deepinhub.io findet ihr die meisten Deepin-Projekte, die gerade im Umlauf sind. Das heißt, beziehungsweise die aktiv sind. Ihr seht hier zum Beispiel das Titan-Netzwerk. Ich mache mal wieder in der Originalsprache, damit es halt eben auch besser ist. Also Titan Network. Ihr seht hier, da ist zum Beispiel Call mit am Start, Fogworks. Dann gibt es zum Beispiel Bistro. Da sind einige Bekannte dabei, beziehungsweise viel davon kennt ihr wahrscheinlich auch Star Power. Ja, also Star Power wird auch nochmal ein Thema werden. Da wird es bald ein Gerät auch hier aus Deutschland zu kaufen geben, aber da kommen wir definitiv noch dazu. DNet, E-Tier kennen wir auch, Akkurast ist auch relativ interessant. Uprock könnt ihr auch kostenlos mit teilnehmen. Machen wir eventuell auch nochmal ein Video drüber. Die Telekom hat man auch schon mal angerissen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seht hier die Liste von Deepin-Projekten, wo ihr mit wenig Einsatz oder gar keinen Einsatz wie bei Crest nebenbei was dazu verdienen könnt, wenn die Projekte dann irgendwann mal in Live-Status gehen. Einige sind ja noch Beta. Ja, aber ihr wisst, wie es ist in dem Bereich Deepin. Das dauert immer ein bisschen länger, ehe die launchen, die meisten, also ins Mainnet. Von daher muss man dann immer etwas geduldiger sein. Ich sag's mal ganz einfach so. Ja, ich übersetze das jetzt nochmal auf Deutsch, um euch das mal im Groben zu erklären, wie das Ganze ist. Also die Übersetzung ist natürlich jetzt nicht die beste über den Google Translate, aber ich denke, ich versuche, oder beziehungsweise ich versuche euch mal das Beste wiederzugeben. Ja, Titan Network ist ein digitales Ressourcennetzwerk, das Anreize dafür bietet, ungenutzte Ressourcen der Community mit der globalen Nachfrage in Einklang zu bringen. Auf gut Deutsch gesagt, oder ich sage es mal relativ einfach ausgedrückt, ihr ladet euch eine Node runter auf eurem PC, Mini-PC, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Gebt Ressourcen frei, wie zum Beispiel den Speicher oder eure Bandbreite. Also hier, das ist so eine Kombination zwischen Bandbreite, also quasi eure IP-Adresse, Speicher, Storage, also quasi, dass jemand bei euch abspeichern kann, beziehungsweise ein Teil abgespeichert wird und halt eben auch ein bisschen CPU- und GPU-Geschichte. So funktioniert das Ganze im Groben. Ist halt, wie gesagt, eine Deepin-Dienstplattform, wo halt eben andere Leute sich dort einkaufen können. Ihr bekommt quasi eine Belohnung dafür. Ja, wie kann ich Token abbauen? Das ist relativ einfach. Ihr installiert euch eine Node auf eurem PC, Mac oder je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an und bekommt dafür halt eben eine Belohnung, wie halt eben jede normale, sorry, Node auch. Es gibt keine geografischen Einschränkungen. Ihr könnt das in Deutschland, Schweiz, Österreich, Türkei, Italien, Spanien, whatever betreiben. Funktioniert. Ja, wie kann ich meine Meinung-Belohnung optimieren? Das heißt, die Bandbreite, Online-Dauer und Speicherplatz, das sind halt eben so diese drei Key-Features, wo drauf geschaut wird. Das heißt, wenn eure Node die ganze Zeit online ist, ist das wirklich ein gutes Zeichen. Bandbreite ist klar, ist aber nicht allzu viel. Und halt eben auch der Speicherplatz, das heißt im Storage-Bereich spielt das eine wichtige Rolle. Es ist so eine Art, ich nenne es mal eine Kombination zwischen StarJ, GetCress und keine Ahnung noch was. Das heißt, insgesamt werden hier drei Deepins kombiniert, das heißt drei Möglichkeiten. Ja, Finanzierung relativ wichtig. Das heißt, das Projekt ist mit 1 Million US-Dollar finanziert worden sozusagen. Das heißt, hier ist auf jeden Fall Geld da in der ersten Finanzierungsrunde. Ich denke, das geht auch noch so weiter. Was halt eben für uns relativ interessant ist, kommt ganz unten, gucken wir uns auch gleich an. Zum Beispiel die IP-Leasing-Geschichte. Das heißt auch ähnlich wie im Netzwerk, wie bei GetCress. Hier ist es so, Leute können quasi über eure IP quasi die Bandbreite nutzen, zahlen halt eben 10 US-Dollar für 1 Gigabyte. Das heißt, von den 10 US-Dollar werden aber 80%, also 8 Euro bzw. Dollar abgegeben. Das wird nicht so sein, dass halt eben das direkt komplett über eure Leitung läuft, sondern da werden halt eben mehrere IP-Adressen genommen. Das ist immer so ein schwieriges Thema aus Deutschland gesehen. Mittlerweile sind die Gesetze da etwas gelockert. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal in einem anderen Video drauf eingehen, was das Thema angeht. Wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit. Ja, CDN, Content Delivery Network, ist halt eben, also beziehungsweise Titan Network war das CDN für eine andere Plattform. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Soll halt eben unterstützen, zum Beispiel TikTok, das kenne ich gar nicht. iQiwi ist bestimmt irgendwas Chinesisches.
Ja, und CDN heißt halt eben, dass die Daten bzw. der Content zur Verfügung gestellt wird, was halt eben noch Web3-Mining genutzt wird. Das Titan nutzt eine robuste Architektur, Computing, Speicher, Bandbreite, GPUs. Das hatte ich ja eben schon mal kurz angerissen. Das ist halt eben das, was halt eben relativ interessant ist, beziehungsweise was halt eben auch gebraucht wird. Die Besonderheiten, bevor wir uns gleich nochmal die Seite anschauen, ihr seht hier, Titan sichert sich 20% der Servicegebühren als Plattformumsatz und die verbleibenden 80% werden halt eben verteilt. Das bedeutet 80% der Rewards, die halt eben über das Netzwerk generiert werden, gehen direkt an die Miner sozusagen. Seht ihr nochmal 40, also beziehungsweise verteilt werden 80% an den Miner. Also an die Node, die bei mir, bei dir oder wen auch immer laufen kann, ist halt eben eine Win-Win-Struktur. Und das stimmt mich persönlich positiv, was das Ganze angeht. Ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Die Seite ist Titan oder titannet.io oder titannet.io, um es mal so auszudrücken. Hier steht das Ganze noch mal auf Englisch, was ich euch gerade eben schon vorgestellt habe. Hier mal so ein kleiner Einblick, was aktuell los ist. Also es sind aktuell knapp 92.000 Nodes registriert. Ihr seht hier nochmal den Storage Space, also quasi was an Storage da ist. In Terabyte die Unique IP-Adressen, die CPU-Cores insgesamt, was da ist und welche Länder abgedeckt sind. Hier wird nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum. Ihr könnt es euch in Ruhe anschauen. Link packe ich euch natürlich in die Beschreibung unten rein. Ja, Layer 1 Blockchain-Technologie und so weiter und so fort. Und hier kommt halt eben der Part, der relativ wichtig ist. Das heißt, die folgenden Geräte werden unterstützt. Das heißt Smartphones, persönliche Computer, also PCs, Server, NAS und Edge-Devices. Und das Ganze läuft halt eben auf den meisten gängigen Betriebssystemen, wie zum Beispiel Android, Windows, Linux, Mac, iOS und so weiter und so fort. Und hier ist nochmal die Minimum Requirement, das heißt ja, die Mindestanforderung sozusagen. Das heißt, Sie brauchen einen PC mit einem CPU, von daher auch so ein bisschen geeignet für Mini-PCs. Memory, das heißt 0,5 GB RAM braucht er auf dem Gerät. Uplink seht ihr hier ein Mbits. Das ist nicht viel, sage ich jetzt mal, was im Uplink braucht. Und Disk Space 1 Gig oder mehr. Oder es ist halt eben je mehr, umso besser. Ist halt eben so. Nichtsdestotrotz auch meiner Meinung nach geeignet für Mini-PCs. Und hier auch nochmal das Wichtigste, das Ganze ist auf der Cosmos Blockchain basiert das Ganze. Das bedeutet, ihr müsst euch dann auch nochmal eine Kepler Wallet installieren. Da gibt es eine Google Chrome Extension dazu. Wenn wir mal ein Installationsvideo machen zu Titan Network, zeige ich euch das nochmal. Das heißt, die Kepler Wallet lässt sich relativ leicht mit einer Google Chrome Extension installieren. Ja, wir schauen einfach mal ins Netzwerk selbst rein. Ihr seht das hier nochmal so ein bisschen, das ist aktuell so ein Überblick, was ist momentan Phase. Ihr seht hier, was alles verfügbar ist. Das heißt, wir haben hier knapp 11.483 Terabyte an Storage, das heißt an Speicher, der verfügbar ist. Davon werden aktuell abgerufen 12,65 Terabyte. Das Ganze befindet sich ja noch in der Beta-Phase, beziehungsweise im Testnet ist noch nicht live. Das heißt, auch hier nochmal der Hinweis, aktuell kann man damit noch nicht wirklich Geld verdienen. Ist halt eben so. Ihr seht ja nochmal die CPUs mit knapp 254.000 Kernen am Start und halt insgesamt 941.000 oder knapp 942.000 Gigabyte an RAM ist am Start. Ihr seht ja nochmal die IP-Adressen Upstream und Downstream. Wir scrollen mal ein Stückchen weiter runter. Es sind schon viele Nodes im Einsatz. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass in Deutschland schon 8.725 Nodes im Einsatz sind. Ja, da hat mich wirklich ein bisschen überrascht und wir sind halt eben damit in Deutschland auf Platz 3. Aber nichtsdestotrotz, ich auch gedacht, na, da müsste doch eigentlich jeder von unserem Kanal zuschauen, schon in Not laufen haben. Keine Ahnung, aber so ist halt eben die Statistik und so sieht das Ganze aus. Ja, das Ganze ist sozusagen Cassini Testnet, so nennt sich das. Es gibt auch momentan eine richtig coole Airdrop-Geschichte, die auch bald abläuft. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, durch Teilnahme an Quests hier sozusagen euch für den Airdrop zu qualifizieren. Das heißt zum Beispiel Titan Wallet, beziehungsweise hier ist Kepler gemeint, wenn ihr euch eure Node mit der Wallet verbindet oder auch einen Account, gibt es 100 Punkte, Discord zu joinen gibt es 200 Punkte, zum Beispiel Telegram Group gibt es 200 Punkte, auf X ein Follow gibt 100 Punkte. Also sind so diese Basics. Qualifizieren tut ihr euch mit 500 Punkten, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch alleine schon das Login gibt 500 Punkte und der Airdrop wird halt eben an alle Teilnehmer aufgelost sozusagen. Alle Informationen findet ihr hier. Hier seht ihr auch nochmal insgesamt 1 Million Token werden ausgeteilt, plus 1700 USDT. Guckt es euch mal an. Auch diesen Link findet ihr bei Titan Network hier oben, beziehungsweise müssen wir gucken auf der Startseite.
im Airdrop-Bereich, beziehungsweise hier in den Docs packe ich euch natürlich auch nochmal rein. Also ich würde vorschlagen, wenn ihr euch reinlesen wollt, geht auf die Seite titannet.io, Link packe ich in die Videobeschreibung rein. Dann geht ihr hier auf Dokumentation, dann findet ihr quasi Docs und hier oben findet ihr den Link zum Airdrop. Das heißt, da könnt ihr sozusagen relativ einfach mitmachen. Ja, das Ganze wird hier sehr, sehr ausführlich in den Dokumentationen quasi nochmal dargestellt. Was braucht ihr für eine Wallet? Was gibt es für Wallets? Was braucht ihr für eine Node? Wie könnt ihr auch mit Kepler verbinden, etc. Was für dieses Video noch wichtig ist, das heißt, wir sind ja quasi, ihr seht hier quasi die Blockchain-Geschichte, ihr seht hier nochmal, wie kann ich quasi eine Wallet erstellen, beziehungsweise wie kriege ich halt kostenlos Token, damit das Ganze funktioniert. Es gibt Vorsets, wo ihr halt eben für das Testnet euch Token sozusagen besorgen könnt. Ja, und da gibt es halt eben für alles wirklich mögliche Installationshinweise und Konfigurationen für Git und so weiter und so fort. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was halt eben wichtig ist, was ich für euch rausgesucht hatte. Müssen wir mal gucken. Operator Nodes, und da seht ihr hier die Edge Node beziehungsweise Guardian Node. Guardian Node ist schon was Größeres. Das heißt, ihr werdet ihr quasi mit einem einfachen Mini-PC nicht hinkommen. Ihr seht schon mal hier die Voraussetzung ist er, was für eine virtuelle Maschine, 16 virtuelle Prozessoren, 16 GB, 10 Terabyte Speicher. Das hat nicht jeder zu Hause. Ja, deswegen geht es um die Edge Node. Das ist das, was ich euch die ganze Zeit schon gesagt habe. In der Edge Node gibt es halt eben die Installationsgeschichte. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auf Windows zu installieren. Ihr habt die Möglichkeit, auf macOS und so weiter und so fort. Uns interessiert jetzt an dieser Stelle erstmal Windows. Die meisten von euch sind Windows-Nutzer. Hier nochmal ein Hinweis, weil das war jetzt CLI. Genau, jetzt hier sind wir richtig. Also quasi auf Windows 10 zum Beispiel, da seht ihr hier, findet quasi diese Seite. Hier ist der Download. Ihr klickt einfach nur hier drauf. Dann lädt das schon automatisch runter. Ihr führt das Ganze als Administrator aus, das Setup, und das war's. Schon ist eure Node quasi fertig. Geht auf Start Earnings. Könnt halt eben hier noch den Storage und so weiter freigeben. Seht ihr hier Storage Pfad. Das heißt, ihr habt dann quasi die Möglichkeit noch freizugeben, wo halt eben das Storage abgelegt werden soll. Und das war's. Dann läuft bei euch diese Node, dann könnt ihr damit irgendwann mal Geld verdienen, weil aktuell ist das Ganze noch im Testnet. Ich kann euch nicht versprechen, wie viel bei rumkommt. Vielleicht lohnt es sich, vielleicht lohnt es sich auch nicht. Meiner Meinung nach ist es halt eben so eine Kombination zwischen StoreJ und GetCrash. Ja, und von daher eigentlich eine relativ gute Geschichte. Nur was halt eben dieses Bench-Sharing mit den IP-Adressen angeht. Ich weiß, der eine oder andere von euch ist da etwas vorsichtig, was auch vollkommen richtig ist. Ja, von daher seid da immer vorsichtig. Und ich würde auch empfehlen, falls ihr euch dafür entscheidet, sowas laufen zu lassen, immer auf einen separaten PC, wo wirklich keine persönlichen Informationen abgelegt sind. Das ist relativ wichtig, weil man weiß nie, was genau diese Apps abgreifen. Ja, da muss man halt eben immer relativ sicher sein, was es angeht. Ja, das war's zum Titan oder Titan Network. Schaut es euch in Ruhe mal an. Installation ist relativ easy. Vielleicht ist es was für euch. Vielleicht kann man zukünftig damit Geld nebenbei verdienen, was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist. Ansonsten soll es von mir gewesen sein. Noch ein kleiner Hinweis, guckt mal in die Videobeschreibung unten rein. Wir haben einen Telegram-Kanal, wo ihr euch untereinander austauschen könnt. Und auch neu ist halt bei uns eine Liste, eine Deepin-Einkaufsliste, wo wir euch die wichtigsten Links reingepackt haben, wo ihr Deepin-Hardware beziehen könnt. Ja, das ist halt eben für euch interessant. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.